Die Triolenzunge in Bewegung beim Trompetespielen. In diesem Video zeige ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das üben kannst, damit es auch weich und geschmeidig bzw. auch prägnant funktionieren kann. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikam Trompetentraining. Die Triolenzunge gehört zu einer Fertigkeit, die natürlich heutzutage von einem Trompeter beherrscht werden sollte, und somit macht man sich natürlich Gedanken, wie man das üben kann, damit es dementsprechend auch funktionieren kann. Je nachdem, ob du einen weichen Klang möchtest oder einen harten Klang, benutzt man unterschiedliche Silben für die Triolenzunge. Für die etwas weichere Bewegung nehme ich gerne die Silben dü, dü, gü, also dü, dü, gü oder dü, dü, gü, dü. Wenn es etwas härter werden sollte, nehme ich die Silben tü, tü, kü. Und man hört auch schon am Konsonantenbeginn, t ist sehr hart, k ist sehr hart und dann dementsprechend ü als Klang. Tü, tü, kü, tü, 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 kü, tü. Düdügüdü. Bei Düdügüdü hat man auch den Vorteil, die Zunge funktioniert etwas weiter vorne, das heißt, man hat eine kleinere Bewegung, diese kann man dann auch präziser steuern und auch schneller, aber präzise und schnell kann man natürlich auch Tütükü nehmen, allerdings ist die Zungenbewegung da etwas größer. Also anfänglich würde ich dir immer empfehlen, nimm erstmal Düdügü und danach kannst du auch Tütükü ausprobieren, wenn es eben in Richtung Signalspielen geht. In den vergangenen Videos zur Triolenzunge haben wir uns auf einer gleichbleibenden Tonhöhe bewegt und eben dort die Triolenzunge flott gemacht. Auch das Dreiklangspiel haben wir schon thematisiert und heute gehen wir in Bewegung. Das heißt, wir nehmen uns eine Skala, ich nehme immer gerne F-Dur. Wieso das Ganze? Da passiert in Sachen Ventilbewegung ziemlich wenig, beziehungsweise sehr, sehr bequeme Kombination. Eben, man hat nur die ersten beiden Ventile in Bewegung und später, wenn man das beherrscht, kann man natürlich auch dementsprechend zum Beispiel auf D-Dur gehen, wo man dann auch Gabelgriffe etc. hat. Und dann wird es natürlich etwas komplizierter von der Koordination von Zunge und Ventilen. Deswegen erst immer diese einfachere Version, die F-Dur, und später dann die etwas fortgeschrittene Variante. Das heißt, wir starten, um die Triolenzunge jetzt in Bewegung zu trainieren, auf dem Ton F1 und starten mit einer Ausweichbewegung über Startton F1, E1, F1, G1, F1, G1 und erreichen das A als erste Station. Das heißt, wenn wir es trocken üben, und ich bewege immer gerne meine Ventile dazu, damit ich gleich diese Koordination, diese Synchronisation von Zunge und Ventilen trainiere. Wichtig ist immer, präzise zu greifen. Bei Drehventilinstrumenten hat man den Vorteil, der Ventilweg ist etwas geringer. Beim Pumpventilen ist er etwas größer, aber auch auf Pumpventilen kann man es natürlich spielen. Man muss einfach nur wissen, dass man präziser greifen muss, damit man auch wirklich die Zunge und die Ventile gut synchronisiert hat. Also und aufs Instrument übertragen dann letztendlich. Also auch laut und leise üben. Ich habe versucht, es jetzt einmal vorzumachen. Ich weiß nicht, ob man es genau hört, aber nimm auch die Lautstärke laut, Mezzo forte, ins Mezzo Piano oder auch ganz im Piano, um einfach zu merken, wie arbeitet die Zunge, wie laufen die Ventile und wie klingt unser Instrument. Wir erweitern jetzt die Übung und bleiben nicht mehr auf dem A1 stehen, sondern auf einer Position weiter. Das heißt, wenn wir das B erreicht haben. Das heißt, wir erweitern diese Übung mit den Tönen A, G, A und erreichen jetzt das B1. Das heißt, wir haben eine Triolenzungenbewegung mehr. Los geht's! Und denk immer dran, wenn du spielst, dass die Luft aktiv nach außen fließt, damit die Luft den Klang von dem Instrument erzeugen kann. Das heißt, wenn du die Luft wegnimmst, kommt kein Klang mehr aus dem Instrument und es hört sich sehr, sehr mechanisch an und es sind nur noch Geräusche, die unsere Zunge verursacht. Deswegen denk immer dran, Luft ins Instrument, aktiv pusten. Jetzt kommt natürlich der nächste Schritt in der Erweiterung, das heißt, wir spielen bis zum C2 nach oben, das heißt wieder eine Triolenzungenbewegung mehr und erreichen dann letztendlich das C2, das heißt, wir haben jetzt eine Quinte. Los geht's! Und dann sind wir auch schon oben. Wenn ich jetzt oben beim C2 angekommen bin, mache ich genau die gleichen Schritte, die ich anfänglich von unten nach oben gespielt habe, von oben nach unten. Das heißt, ich starte beim C2, habe den Ausweichton D2, C2, B1, C2, B1, A1. Und da ist meine erste Station. Wenn ich das kann, Erweiterung um eine Triolenbewegung und Erweiterung um eine Triolenbewegung, so lange eben, bis ich unten wieder das F1 erreiche. Los geht's!
dann bin ich unten beim F1 angekommen. Und jetzt kann ich natürlich noch weiter die ganze Übung machen, nämlich bis ich das D2 erreiche, also von unten nach oben das D2, E2 und dann bin ich bei der Oktave F2. Das Ganze natürlich nach unten auch wieder gemacht. Auf neue Tonarten übertragen, also da sind der Variation natürlich auch keine Grenzen gesetzt und man kann sich da die Triolenzunge in Bewegung sehr gut trainieren. Wichtig ist immer, dass die Zunge und die Ventile gut synchron laufen, dass aktiv Luft ins Instrument gepustet wird und wenn du merkst, es geht nicht, die Triolenzunge funktioniert nicht, dass du einen Schritt zurückgehst, eventuell diese Übung erstmal auf Einfachzunge spielst oder die Triolenzunge noch weiterhin trainierst, aber auf einer gleichbleibenden Tonhöhe, wie in den letzten Triolenzungen-Videos auch schon erklärt. Also Schritt für Schritt und keine Abkürzungen nehmen, die gibt es nicht. Meistens dauert es dann umso länger, bis man das klangvoll hinbekommt. Nimm dir die Zeit, es lohnt sich, damit du auch auf deinem Instrument die Triolenzunge sauber spielen kannst. Und zum Abschluss noch die finale Übung, das heißt dann hoch und runter. Und dann haben wir es doch schon geschafft. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Triolenzunge. Lasst am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.